So ihr Lieben, das war ein schöner Scheiß. Wie ihr seht, es ist mal wieder stockfinster geworden. Ja, hallo liebe Freunde und damit herzlich willkommen zurück hier bei uns an der Mühle. Wie ihr seht, habe ich in der vergangenen Woche die Baustelle noch nicht zu Ende bringen können. Und von daher begrüße ich euch hiermit recht herzlich zu einem neuen kleinen Mühlenabenteuer. Ich habe ja die Omikron-Geschichte jetzt endlich hinter mir gelassen und hatte euch versprochen, dass wir mal wieder etwas Werkzeug in die Hand nehmen heute. Und dem Versprechen möchte ich gerecht werden. Wir werden uns heute mal den Heizkreisverteiler von der Wandheizung anschauen. Wir werden uns auch mal das Alu-Mehrschicht-Verbundrohr für die Wandheizung genauer anschauen. Und wir werden auch schauen, wie wir das Alu-Mehrschicht-Verbundrohr an der Wand befestigt bekommen. Wir bauen zusammen den Heizkreisverteiler an. Schauen wir mal in Summe, wie weit wir kommen. Ich denke, es wird ein ganz spannendes Video für euch und auch für mich. Von daher herzlich willkommen und wir legen los. Hier seht ihr jetzt die Kartonage, die angekommen ist. Meine Pakete habe ich online bestellt. Hier in dem Pappkarton oben drin ist der Heizkreisverteiler und hier unten, das sind 200 Meter Alu-Mehrschicht-Verbundrohr. Wir packen jetzt als allererstes mal den Heizkreisverteiler aus. Ich habe in das Paket auch noch nicht reingeschaut. Bin genauso gespannt wie ihr. Da wollen wir mal schauen. Wie so oft, viel leere Luft, viel leerer Raum. Tja, mal wie Weihnachten, ne? So, ja, beim Heizkreisverteiler habe ich mir gedacht, es macht ja schon Sinn, da ein bisschen mehr Geld für eine Pumpe auszugeben. Ich sag mal, der Inhalt von dem Paket, der hat mich jetzt so circa, würde man sagen, um die 500 € gekostet. Im Paket enthalten ist natürlich hier die Pumpe, da habe ich jetzt eine von Vilo genommen, Hocheffizienzpumpe. Die gab es auch abgespeckt mit anderen Pumpen, aber ich habe mir gedacht, da wähle ich auf jeden Fall was Gutes. Dann ist hier ja nicht zuletzt die eigentliche Verteilerbatterie. Das heißt also, hier werden nachher die Wandheizungsrohre dran angeschlossen. Und hier haben wir die elektrischen Stellantriebe, die dann hier dementsprechend die Zuläufe von den Heizkreisen steuern. Hier ist noch jede Menge Klüngelkram drin und aus diesem ganzen Puzzlezeug müssen wir jetzt einen Heizkreisverteiler, das ist noch das Thermostat, einen Heizkreisverteiler zusammenbauen. Zusammenbauen werde ich es jetzt hier bei uns auf der Außenwerkbank. Da könnt ihr mir so ein bisschen über die Schulter schauen bei. Ich würde jetzt wahrscheinlich mal einen schnellen Vorlauf wechseln und wenn ich dann soweit bin, dass man was erkennen kann, dann hole ich euch dazu und dann schauen wir uns den Wandheizungsverteiler hier nochmal zusammen an. Anschließend gehen wir dann in den Keller und bauen zusammen an.
Das war ein schöner Scheiß. Wie ihr seht, es ist mal wieder stockfinster geworden. Ich habe den Heizkreisverteiler jetzt soweit zusammengebaut. 518 €, keine Aufbauanleitung dabei. Und ich hoffe mal einfach, dass ich das jetzt einigermaßen richtig gemacht habe. Ich nehme jetzt das Teil, dann gehen wir unten in den Keller, beziehungsweise wir gucken uns noch mal oben im Müllraum an, wo wir dann eigentlich mit den Heizungsrohren durchgehen wollen. Und dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Licht, weil jetzt sieht man tatsächlich nicht mehr allzu viel. Boah, was ist ein Schiedwetter. Es nieselt, es ist kalt, es regnet, es windet und es ist dunkel. So, wie ihr sehen könnt, habe ich das Alu-Mehrschicht-Verbundrohr schon mal mit hier reingeholt. Das sind jetzt etwa 200 Meter Rohr. Das ist ein 16er Rohr. Das wird hier auf der Wand befestigt. Dafür habe ich ja spezielle Halter besorgt. Der Heizkreisverteiler, der kommt jetzt hier unten drunter in den Keller rein. Und meine Idee ist, jetzt zwischen zwei Deckenbalken, also ein Deckenbalken läuft jetzt hier, der nächste läuft hier, dann wieder einer hier und hier ganz an der Wand, da würde ich gerne jetzt so ein Brett entnehmen, einen Durchbruch nach unten durch die Decke machen und dann von unten hier die Wandheizungsrohre hochgehen zu lassen. Und da ist es eben so, ich habe hier oben drüber noch einen Raum, der auch mit Wandheizung ausgestattet werden muss, und das sind im Endeffekt 3 Kreise. Einmal der Flur, da ist die Wand, das hatten wir mal zusammen gemacht, da muss Wandheizung in dem Flur auf die Seite vom Haus aufgebracht werden. Dann hier oben drüber ist das Ankleidezimmer von meiner Frau, das ist ein Heizkreis, da muss auch Wandheizung auf die Außenwand. Dann natürlich hier auf diese Wand. Und dann haben wir hier drüben, hier nebenan auch noch mal ein Bad. Da muss auch noch Wandheizung hin. Drüben ins Bad komme ich wahrscheinlich am besten unten durch den Keller. Da kann ich im Keller rangieren. Das, was jetzt hier auf die Wand muss, nach oben muss und auch oben im Flur muss, da wollte ich gerne hier hochgehen. Das heißt also, alles, was hier unten in dem Raum passiert, da würde ich dann hier abzweigen und nach hier verteilen. Und muss ich mal sehen, wie ich hier irgendwie die Kurve hinkriege, dass ich hier auch noch ein bisschen was an die Wand bekomme. Aber das würde ich dann mal sehen. Aber die Frage ist einfach, wo gehe ich jetzt durch? Gehe ich jetzt hier in dem Bereich durch? Wo soll ich, ne? Hier laufen 2 Deckenbalken, oder gehe ich eher hier so in dem Bereich durch? Hier habe ich halt weniger Platz, weil die Deckenbalken hier enger aneinander liegen. Den musste ich damals so positionieren, weil ja jetzt hier der alte historische Malstuhl ist. Schöner wäre es eigentlich hier, nur hier habe ich unten drunter im Keller ein Problem. Da geht ein Rohr in die Wand rein und da weiß ich nicht genau, ob ich das mit dem Wandheizungsverteiler so hinbekomme, dass das alles gut passt. Tja, das würde ich dann aber erstmal sehen. Also entweder hier oder hier. Aber da gehen wir jetzt runter in den Keller und entscheiden das im Keller zusammen, gemeinsam. Das Rohr an sich würde ich euch dann nochmal später vorstellen, wenn wir dann anfangen, das Rohr wirklich zu montieren. Heute würde ich auf jeden Fall gern noch den Wandheizungsverteiler angebaut bekommen. Deckendurchbruch, das werde ich heute mehr schaffen. Mir rennt die Zeit weg. Ich habe heute Mittag angefangen. Naja. Und mit den Sachen, die immer so noch dazwischen kommen, kennt ihr ja selber, ist es jetzt schon wieder 6 Uhr abends und keine Ahnung, wenn ich um 8 Uhr den Wandheizungsverteiler dran habe, dann habe ich, glaube ich, meine Tagesaufgabe erfüllt. Ich erkläre euch dann noch mal kurz, wie ich glaube, dass er funktioniert. War ja, wie gesagt, keine Anleitung dabei, aber so ganz so kompliziert ist das System natürlich auch nicht. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen jetzt runter in den Müllraumkeller, schnappen uns den Wandheizungsverteiler und bauen den an.
Ja. So, willkommen im Keller. Hier ist es zwar jetzt heller, aber dafür auch ein bisschen lauter. Dafür möchte ich mich entschuldigen, aber die Wasserkraftanlage läuft halt hier im Hintergrund. Ja, das wäre tatsächlich das Deckenfeld meiner Wahl. Hier würde ich ganz gern durchgehen wollen. Hier so in dem Bereich. Alternativ könnte ich auch hier hinten durchgehen. Ist halt hier mit dem Rohr schlecht. Ich hier rangiere, dann habe ich immer das Rohr im Weg. Wohingegen, wenn ich hier rangiere, ich kein Rohr im Weg hätte. Deswegen würde sich das hier wahrscheinlich doch besser anbieten als das hier. Ja. So funktionieren würde das auch, denke ich mal. Aber so richtig schön ist es irgendwie nicht, ne? Wenn wir es hier hin machen würden. So. So ist eigentlich super, ne? So ist eigentlich super. Dann könnte ich hier schönen Sandstein, in dem ich es festmachen kann. Und gleichzeitig schön viel Platz unten drunter. Und auch oben drüber jede Menge Platz. Ach ja, es könnte alles so einfach sein. Ist es aber nicht. Zur Wandbefestigung waren hier so kleine Schwerlastanker dabei. Das heißt, die spreizen sich unten auf. Die hier einschraube und die Mutter festziehe, dann fangen die an, sich hier in der Wand aufzuspreizen und dann halten die fest in der Wand. Mal gucken, ob der Ubi einigermaßen vernünftig gebohrt hat. Ah, shit. Ich dachte, das kann man so einhängen. Könnte alles so einfach sein. Ist es aber nicht. Ich habe mir auch gedacht, so ein bisschen Wandheizungsverteiler da dran machen. Kann ja auch nicht die Welt sein. Machst du mal so schnell nebenbei. Alles kein Thema. Pustekuchen. Pustekuchen. Mal so schnell nebenbei. Haben wir gelernt. Geht's nicht. So, das Befestigungssystem, das muss man schon sagen, das ist echt super. Ja, kann man einen Panzer dranhängen. Das hat richtig gut funktioniert. Was mich jetzt noch so ein bisschen wundert, vielleicht hat er da ein oder andere Erfahrung, ist, ich musste die ja jetzt mit den Haltern so an die Wand bauen, wie das, sage ich mal, bauartbedingt vorgesehen war. Wenn man jetzt hier auf der Zeichnung guckt, dann habe ich das auch so zusammengebaut, wobei man jetzt hier nicht sieht, dass das Ganze so, sage ich mal, eingestellt ist, wie ich das hier gemacht habe. Das heißt, im ersten Eindruck denkt man halt, die würden so parallel übereinander stehen, was natürlich schlecht ist. Wenn ich mit den Rohren hier dran gehen will, dann muss ich natürlich hier schon so ein bisschen, so wie der Halter halt aufgebaut ist, Abstand zwischen der Wand haben, damit ich hier mit meinen Rohren dran komme.
Sieht man halt auf der Zeichnung, was Zeichnung, wir haben einfach ein Foto von dem Artikelbild aus dem Internet. So, sieht man es besser. Von dem Artikelbild ausgedruckt, weil ich da wirklich ins Grübeln gekommen bin. Wie gesagt, so teuer und keine Beschreibung dabei. Bastel ja gern, aber das ist schon, in dem Fall war das gar nicht so ganz easy. So, Thermostate da rein. Dann haben wir hier oben noch das Entlüftungsgerät. Das ist eben dafür, dass die Luft entweichen kann nach oben raus. Und dann haben wir hier noch das Thermostat. Das wird jetzt hier oben in so eine Tauchhülse reingeschoben. Ich hole euch mal wieder ein bisschen näher ran. Seht ihr das? Hier ist so eine Tauchhülse. Da schiebe ich den Sensor rein. So ein paar anständige Filmaufnahmen hier im Keller hinzubekommen, ist gar nicht so einfach. Seht es mir nach. Oh, der Junge hat ganz schön rotes Gesicht. Hier drin ist schön warm, draußen ist eiskalt. Wind und Regen. Dafür ist es hier ein bisschen laut. Ich hoffe, das ist trotzdem für euch in Ordnung. Also, wir haben hier den Heizkreisverteiler, das ist aber kein reiner Heizkreisverteiler, es ist ein Heizkreisverteiler mit einer Mischer, mit einer Mischerkombination, die sich hier auf der Seite befindet. Wir wollen hier mit unserer Wandheizung einspeisen. Hier oben kommt der Vorlauf angeschlossen und eigentlich wollte ich ja hier durch die Decke durchgehen, das ist aber völliger Quatsch. Wir gehen mit den Leitung hier so im Bogen und dann da drüben durch das Deckenfeld durch, dann kann ich das so schön so da drüben rausgehen lassen. Hier unten sehen wir die Rücklauftemperatur, hier oben sehen wir die Vorlauftemperatur mit dem Thermostatventil. Hier steht jetzt auf der Skala 20, 40, 50, es ist maximale 20 Grad, es ist minimale. Und ja, so 35 bis 40 Grad würde ich die Wandheizung einstellen wollen. Ist eigentlich ein Verteiler für eine Fußbodenheizung. Wir wollen das hier aber als Wandheizung nutzen. Hier haben wir eine Hocheffizienzpumpe von der Firma Vilo mit drin. Das ist auch ein Vilo, oder das habe ich ja gekauft als Vilo Mischbatterie mit Heizkreisverteiler. Wie gesagt, das hier ist der eigentliche Heizkreisverteiler und das hier ist die Mischerbatterie. Für die Wandheizung wollen wir ja kein richtig kochend heißes Wasser, was jetzt aus der Heizung kommt, mit 70 Grad Vorlauf oder sowas haben, sondern wir wollen ja in dem Heizungssystem eine geringere Temperatur haben. Hier vornehmlich um die, wie gesagt, 40 Grad. Wenn jetzt das heiße Wasser ankommt, dann ist es so, dass hier durch den Anschluss, da kommt der Vorlauf dran, wird das heiße Wasser hier durch die Pumpe nach oben gefördert und hier sitzt ja unser Messorgan drin. Das heißt, das misst jetzt die Temperatur. Wenn die Temperatur größer ist als die hier eingestellte Temperatur, dann bekommt er das mit und würde dann hier entsprechend dieses Ventil, hier hinter ist nochmal ein Ventil, würde das Ventil hier schließen. Das heißt also, hier würde dann kein oder nur reduziert frisches Wasser zur Heizung strömen können. Wenn hier das Ding zugeht, dann ist es so, dass ja hier das heiße Wasser erstmal in den Vorlauf reingeht. Von dem Vorlauf geht es dann in meine Wärmetauscher, das heißt also in meine Flächenheizung rein. Die Wärme, die in dem Wasser gespeichert ist, geht aus dem Wasser raus, geht in die Wand, geht in den Raum. Der Raum wird wärmer, das Wasser wird kälter. Das Rücklaufwasser kommt hier unten an. Das ist ja kühler jetzt als das Vorlaufwasser. Sagen wir mal, das ist jetzt kalt. Hier haben wir warmes Wasser, hier haben wir kaltes Wasser. Dieses kalte oder kühle Wasser, das würde normal hier durch den Rücklauf zurückgehen. In dem Moment, wo aber hier dieses Ventil zu ist, wird das Wasser nicht mehr den Weg durch den Rücklauf nehmen, sondern wird dann hier von der Pumpe angesaugt und wieder in den Vorlauf reingepumpt. Hier durch dieses Ventil kommt immer noch ein bisschen warmes Wasser dabei, also
heißes Wasser und zusammen mit dem kühlen Rücklaufwasser geht das in die Pumpe rein, wird in der Pumpe ordentlich vermixt, so dass quasi aus den zwei Volumenströmen, einmal dem heißen und einmal dem kalten Volumenstrom, hier drin ein gemischter Volumenstrom wird, der dieser Temperatur hier entspricht. Das heißt also, dieses Messorgan, das trägt immer Sorge dafür, dass die eingestellte Temperatur auch hier oben ankommt. Indem es hier aus dem Rücklauf Wasser nimmt, mit dem Vorlauf zusammen mischt und dann hier meinen einzelnen Strängen zur Verfügung stellt. Das funktioniert soweit ganz gut. Das ist also so eine stetige Regelung. Das ist ein Kapillarröhrchen. Hier oben ist eine Flüssigkeit drin. Die wird dann hier durch dieses kleine Metallröhrchen an dieses Thermostatventil weitergegeben. Das ist meine Mischbatterie, mit der ich die Vorlauftemperatur hier oben einstellen kann. Hier habe ich meine einzelnen Heizkreise. Das heißt, hier würde dann oben der Müllraum dranhängen, hier würde vielleicht das Bad dranhängen, hier würde dann oben das Arbeitszimmer dranhängen, hier würde dann das Ankleidezimmer dranhängen, hier würde der Flur dranhängen und so weiter und so fort. Ich habe noch ein paar mehr vorgesehen. Entweder macht man nachher Blindstoppen drauf oder man kann natürlich auch einen Heizkreis an zwei verschiedene Abgänge hängen. Und regulieren würde man das, indem man oben einen Raumtemperatursensor anbaut. Und dieser Raumtemperatursensor, der müsste jetzt folglich hier an diesen Ventilen drehen, die den Heizkreis öffnen. Das heißt also, hier oben wird durch den vorlaufenden Druck anliegen und wenn hier dieses Ventil zugedreht ist, dann kann dementsprechend kein Wasser fließen. Drehe ich das auf, dann fließt das Wasser vom Vorlauf durch die Flächenheizung hier durch den Rücklauf zurück und die Fläche wird warm. Wenn ich hier wieder zudrehe, dann hört die Fläche auf mit Wasser beschickt zu werden und dann wird eben dementsprechend die Fläche auch nicht warm. Weil ich aber keine Lust habe, immer wenn es oben kalt wird, hier unten anfangen zu drehen, ist es so, dass ich hier diese Käppchen runterdrehen kann und kann hier elektrische Stellantriebe draufdrehen. Das heißt, wenn ich den elektrischen Stellantrieb draufdrehe, dann drücke ich den Pin erstmal komplett rein. Der wird also hier so nach unten gedrückt. In dem Moment, wo ich ihn nach unten drücke, schließe ich den Heizkreis und jetzt würde quasi kein Wasser mehr durch den Heizkreis fließen können. Wenn ich jetzt hier eine Spannung anlege, das heißt also hier ist 230 Volt Antrieb, wenn ich jetzt hier 230 Volt auf die zwei Kontakte lege, dann fährt innen drin der kleine Schieber auf und dann würde wieder Wasser durch die Heizung fließen. Jetzt muss ich also oben ein Thermostat einbauen, so ein digitales Raumthermostat. Hier muss noch irgendwo eine Abzweigkiste hin, wo ich mit den Kabeln reinkomme. Einmal mit der Pumpe, dann mit den Stellantrieben. Muss ich hier noch irgendwo Elektroverteilung hinbauen. Und wenn dann oben das Raumthermostat den Befehl gibt, Fläche heizen, dann würde hier unten dieses kleine Ventil angesteuert werden und dann würde eben das Wasser von hier durch die Fläche hier zurückfließen können und die Fläche würde warm werden. Solange bis das Thermostat sagt, so, Zieltemperatur erreicht, ausschalten. Das ist eigentlich so die ganze Technik, die dahinter steckt. Also wie gesagt, hier dieser Bereich Mischbatterie, wo ich meine Temperatur vormische, hier mit einer Hocheffizienzpumpe. Komischerweise steht die jetzt so auf dem Kopf, aber die Pfeilrichtung zeigt in die Richtung. Das heißt also, das Wasser wird hier schon in die richtige Richtung gepumpt, nur die Schriftzüge stehen auf dem Kopf, was ich tun sie gar nicht. Tun sie gar nicht, stehen tatsächlich richtig rum. Aber es sieht irgendwie auf dem Kopf aus, ne? Gut, sei es drum. Hauptsache der Pfeil zeigt in die richtige Richtung. Ja. Wie gesagt, hier eine Hocheffizienzpumpe, Mischbereich, Verteilungsbereich. Hier oben kommen die Elektroventile drauf, da habe ich eine ganze Kiste voll. Da wird quasi jetzt jedes einzelne mit so einem Elektroventil bestückt und dann kann ich meine Raumthermostate setzen, meinen Verteiler setzen
Wie ich den ganzen Block hier isoliere, das weiß ich noch nicht. Ich persönlich finde es ja eigentlich ganz gut, wenn auch der Keller ein bisschen warm ist. Deswegen würde ich es mit Isolieren gar nicht mal so übertreiben. Die Platzierung hier im Keller, die habe ich absichtlich hier gewählt und nicht oben im Wohnraum. Ich finde es schön, dass wenn hier mal irgendwas undicht ist, wir haben hier eine Entlüftung sitzen, da kann ja immer mal ein bisschen Wasser rauskommen. Dann ist vielleicht hier irgendwann mal irgendeine Verschraubung etc. undicht und dann tropft das Wasser hier unten einfach bei mir im Keller. Richtet keinen Schaden an. Wenn ich das Ganze oben in die Wohnung mache, da ist eine Lehmdecke drin und so weiter, dann wird das Ganze schon interessanter, dann hat man eventuell einen Wasserschaden. Deswegen die Platzierung hier unten im Keller. Die Rohre, die starten alle von hier unten, haben keine Unterbrechung mehr, gehen durch ihre Flächen durch und kommen ohne Unterbrechung wieder hier unten an. Ich werde in dem ganzen Bereich oben keine Verschraubungen oder sowas setzen. Das heißt, die einzelnen Verschraubungen, die es gibt, die sind hier unten. Wie gesagt, wenn es hier mal Undichtigkeiten gibt, und die gibt es, oder hier ist mal so ein Ventil kaputt oder so, irgendwas ist ja immer, ne? Dann hat man eben die Möglichkeit, hier unten kann ich schalten und walten, kann ich mir auch eine Wanne drunter stellen oder lass es einfach laufen. Das ist ja hier im Keller nicht so schlimm, das ist halt mal eine Pfütze und dann trocknet die auch wieder ab. Wobei, wenn ich das oben machen würde, das ist halt schon eher schlecht. Es gibt hier auch so Schränke und so Kisten, die man drumherum bauen kann. Da habe ich mich jetzt erstmal gegen entschieden, aber vielleicht komme ich, wenn ich alles fertig habe und die ganzen Rohre angeschlossen habe, doch nochmal auf den Dreh, um eine Kiste drumherum zu bauen. Weil das ist ja schon auch hier Heizfläche, die ich verliere. Das ist ja wie ein kleiner Heizkörper, der hier hängt. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn hier im Keller mal ein bisschen Wärme verteilt wird. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Dann werden wir den Durchbruch machen. Dann werden wir Wandheizungsrohre an die Wand machen. Aber vorher werde ich wahrscheinlich noch drüben bei Marcel, bei unserem Nachbar, mal einen kleinen Besuch abstatten. Der hat ein schönes Fachwerkhaus und ich habe ihn gefragt, ob ich euch das mal zeigen kann, und würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, wenn wir uns das ganze Ding mal anschauen. Ja, verbleibe mit vielen lieben Grüßen. Ich hoffe, hier vom Ton war es einigermaßen verständlich, auch wenn da drüben die Wasserkraftanlage brummt. Ich nehme euch jetzt immer Schritt für Schritt mit. Nächsten Teil, wie gesagt, würde ich jetzt anfangen, hier die Wandheizungsrohre zu installieren. Also den nächsten Teil von diesem von der Heizungsserie. Zwischendurch nochmal einen kleinen Besuch bei Marcel und vielleicht auch nochmal einen kleinen Besuch bei Franz. Der hat nämlich auch eine richtig coole Sache für den Schlepper gebaut. Der hat sich so einen Frontgreifer gebaut. Alles komplett selber gemacht. Richtig cooles Projekt, würde ich euch gerne mal zeigen. Deswegen kommt wieder vorbei hier bei uns an der Mühle. Schaut auch mal bei all unseren Freunden vorbei, die ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt seht. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut, passt auf euch auf. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Tschüssi.